Philipp, alles klar bei dir? Freilich. Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ihr seht schon, wo ich bin, nämlich beim Philipp. Philipp, Mensch, wie Servus. geht's dir? Geht mir gut, ich hoffe dir auch. Schön, dass du da bist. Ja, ich war lange nicht mehr bei dir. Das stimmt, ja. Ich war lange nicht mehr beim Philipp. Wir wollen euch nämlich was zeigen. Und zwar, mir hat eine Firma geschrieben, die nennt sich, lass mal hingucken, wie heißt das, Philipp? Kliat, würde ich sagen? Kliat? Sagen wir mal einfach Kliat. Und diese Firma hat gefragt, ey, Scheidler, kannst du nicht mal bei E4 ein Video machen zu diesem hinteren Display? Und da habe ich gesagt, na, ist doch kein Problem, schickt es mir mal rüber und wir bauen es mal ein. Philipp hat sich direkt angeboten und hat gesagt, hier André, bevor du das selber einbaust und die Karre abfackelst, komm lieber zu mir und wir machen es vernünftig rein. Richtig. Deswegen bin ich hier, Philipp. Richtig. Ich danke, dass ich hier bin. Wir werden das mal den Leuten zeigen. Wie ist diese Funktionalität von dem Teil? Kann man während der Fahrt Videos abspielen? Wie baut man es ein? Wie baut man es ein? Und vor allem, ja, das ist diese neue Version im Prinzip, wo der Bildschirm einfach ein bisschen größer ist. Kann man den Sitz überhaupt noch hintermachen, gerade für größere Menschen? Das werden wir alles mal klären. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's. Los. So, Philipp, ich komme an deine heilige Garage rein, hast schon alles frei gemacht. Das ist ja deine Umbauhalle, kann man sagen, wa? Richtig, da sind wir auch gerade noch wegen am Umbauen. Also wird, Ja. wird noch anders aussehen, aber jetzt zumindest schon mal Licht zum Filmen ist schon mal da. Ja. Und dann schauen wir auch gleich mal rüber, was haben wir denn hier? Wir haben einmal hier den ganzen Inhalt. Ja, warte, Ja. Philipp, wir müssen noch weiter einen Schritt vorgehen, bevor wir das Unboxing machen. Und zwar, Model S und Model X-Fahrer haben ja alle hinten den Display drin. Und Die neuen, viele genau. Model 3 und Y-Fahrer wollen das auch haben. Es hat auch coole Sachen. Hat auch cool, ist ein Funktion, cooles, ja. gerade wenn ihr Kinder habt und sowas zum Gucken. Aber man muss fairerweise dazu sagen, das sind alles Aftermarket-Teile und Richtig. da gibt es verschiedene Versionen von. Und wie Richtig. gesagt, ich habe jetzt hier die Version, wir können es euch gerade mal zeigen, wo im Prinzip der Bildschirm breiter ist als die Mittelkonsole. Oder, Philipp? Richtig, genau. Das ist, soweit ich weiß, von dem Bildschirm her, also von Bildschirmgröße die größte. 8 Zoll hat der. Genau, 8 Zoll hat der. Ja. Und wir haben hier dieses Teil, das kennt ihr auch von der Lüftung, was wir auch fürs Ambient-Light zum Beispiel abbauen. Und dieses Teil werden wir im Prinzip ersetzen und Ja. da dann dieses neue Teil hier einbauen. Okay, ich verstehe. Also diese Firma hat das hier, ich sag mal, gesponsert, sagen wir es einfach so. Ihr könnt gerne auf die Seite mal gehen. Ich weiß nicht, wie teuer das gerade ist, über 500 Euro oder Dollar. Also ungefähr 490 Euro oder so kann man sagen. Mit dem Code EFIBER kriegt ihr dort 22%. Philipp, dann will ich gar nicht so lange schwätzen. Wollen wir Unboxing machen? Was hast du hier drin? Genau, also wir haben einmal natürlich, was wir auch schon gezeigt haben, das Display an sich. Ja. Das ist im Prinzip das Display hier. Wir haben hier die Lüftung. Wir müssen auch, wie ihr seht, wir haben hier keine Lüftungsdüsen drin. Das heißt, wir müssen die vom anderen Einsatz übertragen. Ja. Und haben dann hier unser Display. Haben hier nochmal eine Blende für USB-A, also für die alten Autos. Die sind ja relativ selten inzwischen geworden, sage ich mal. Ja. Kann man aber auch umbauen. Dann haben wir hier einmal einen Kabelanschluss. Ihr kennt vielleicht diesen Stecker hier auch unten vom Ambient Light. Da werden wir auch dann noch mal zeigen, wie das auch mit dem Ambient Light zusammengeht. Haben hier nochmal 2 Kabel, die könnte man zu den Sitzen verbinden. Haben hier eine kleine Steuerungsbox und noch ein paar kleines Zubehör. Und hier noch einen USB-C auf USB-A Adapter. Aber wofür der ist? Wofür bräuchte ich? Zum Beispiel für Software-Updates. Dieses Display ist im Prinzip so ein Android-System und du kannst auch hier über diesen Anschluss Software-Updates bekommen. Und ich kann auch hier auch eine SIM-Karte einstecken oder auch Kopfhörer damit verbinden. Kopfhörer mit Kabel. Genau. Okay, weißt du, ob das Bluetooth hat? Vielleicht kann man auch Bluetooth-Kopfhörer anschließen? Müssen Werden wir nachher herausfinden. Müssen wir nachher gucken, genau. Weil das wäre interessant. Aber wie gesagt, ich habe ein bisschen Bedenken. Geil sieht's aus, keine Frage. Schöne Display-Qualität auch, so wie vorne der war. Ja, aus Glas. Die haben das sehr an den vorderen Display angelehnt, auch hier mit dem dunkelgrauen Rahmen. Ja. Sieht eigentlich ganz schön aus. Also fühlt sich auch relativ hochwertig an. Ja, aber das Ding ist halt, wie gesagt, wenn ich meinen Sitz jetzt zurückfahre, müsste der normal hier drankommen. Das werden wir jetzt gleich nachher mal feststellen. Genau, das testen wir. Ja, genau, Philipp. So sieht's gut aus. Also, wie gesagt, ihr wisst jetzt schon mal Bescheid und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal rein zum Einbau, oder? Richtig, genau, wir gehen gleich los. 12 Sekunden später. So, wir sind immer ehrlich, deswegen, Philipp, ein Punkt, der uns gerade ein bisschen nervt, ist Wir haben keine Anleitung jetzt irgendwie dabei. keine Anleitung dabei. Wir schauen jetzt mal, ob auf der Internetseite eine Anleitung ist. Dürfte auch eine sein. Und dann. Ja. So, Philipp, du hast die Werkzeuge schon rausgeholt, habe ich gesehen. Richtig. Was machen wir denn Wir jetzt? machen jetzt als erstes mal die originale Mittelkonsolen-Lüftungseinheit. Bauen wir jetzt erstmal aus. Okay, soll ich die Sitze mal vorfahren? Ja, das Sitzevorfahren ist da bei dem Umbau, glaube ich, am besten. Okay, dann fahren wir die mal vor. So, das Taxischild, das nehmen wir mal zur Seite. Philipp sagt schon, das könnte eng werden. Meinst du echt? Wir probieren es aus. Wir probieren es aus, weil ja, wenn ich jetzt schon den Winkel habe, ihr seht, die Sitze sind sehr nah an der Mittelkonsole. Und wenn wir jetzt noch breiter sind... Richtig, weil wir haben sehen ja hier, es liegt eigentlich an der Mittelkonsole. Scheiße.
Das Wir heißt, schauen mal. für große Menschen wird das eher nichts, oder? Ja, aber es gibt andere Varianten, die nicht darüber hinausstehen. Okay, ja, genau, das zeigen wir euch nochmal. So, Philipp, wir sind jetzt hinten. Was willst du jetzt machen? Richtig, also wir müssen ja einmal an den Anschluss hier unten ran und einmal das Teil hier oben ausbauen. Wir fangen einfach mal mit dem Teil hier oben an. Ja. Nehmt einfach die Finger, geht hier dahinter und zieht dran. Okay, fertig. krass. Das ging aber schnell jetzt. Und dann hat man noch hier den Stromanschluss von dem USB, also von dem USB-Hub hier. Und dann haben wir das Teil schon ausgebaut. Ja. Und unten mit der Klappe einfach mit so einem Werkzeug Geübter Mann hier. Geübter Mann. Wir haben hier so 5 Clipse. Ja. Und die sind dann auch weg. Und wie ihr seht, wir haben ja hier den Y-Stecker fürs Ambient-Light drin. Das stimmt. Aber auch das ist kein Problem, weil man könnte zum Beispiel diese Stecker, die hier sind, auch einfach an den Stecker von dem Display machen. Das heißt, man kann auch beides gleichzeitig verwenden. Aha, also ist kein Problem, dass man wie ich jetzt Ambient Light drin hat und so einen hinteren Display haben möchte. Ja, das ist kein Problem. Okay, müsstest du das da machen oder? Nein, die Leute, die könnten das. Die könnten mich einfach fragen, von wegen, wo denn die Pins hin müssen. Zum Beispiel, wer sich auch die Box hat. Ja. Der ist bei der Anleitung, steht alles drin, wo diese Pins hier hin müssen. Und das macht man einfach an das andere Kabel dran und funktioniert. Man kann auch diese Pins hier, also diese Abzweiger, kann man auch wieder verwenden. Ansonsten werden wir euch nochmal verlinken, wo es die auch notfalls gibt. Aha, okay, super, Philipp. Sehr, sehr geil. Ich sehe gerade hier auch den Alcantara-Himmel. Es pfeffert schon, hä? Das ist schon geil. Ist schon geil, oder? Weil wir haben ja einen hellen Alcantara-Himmel drinnen und dunkel hat auch was. Hat das der Chris bei dir auch gemacht? Ja, teilweise. Krass. Teilweise ich, teilweise der Chris. Geil, Alter. Oh, sieht brutal aus, wenn ich das jetzt hier auf der Kamera sehe. Schöner Lichteinblick gerade. Okay, Philipp, was wollten wir noch machen? Genau, jetzt gehen wir wieder in die Garage rein und bauen die Teile von hier an das Display dran. Aha, okay, verstehe. Was machen wir jetzt, Philipp? Wir bauen jetzt hier das Lüftungsgitter aus. Okay, das muss weg, oder was? Ja, genau, weil wir haben hier kein Lüftungsgitter dran. Wir müssen das jetzt hier rüber bauen. Und auch das Charging Board für die USB-C-Anschlüsse oder USB-A, je nach Version, müssen wir auch natürlich übertragen auf das Display. Also dieses Lüftungsteil rauszubekommen ist ein bisschen knifflig. Ja. Hat Philipp gerade auch erklärt. Genau, wir haben hier nämlich 4 so bewegliche Laschen, nenne ich es mal. Wir haben oben die beiden Schrauben und dann haben wir unten noch so 4 so Clipse. Das heißt, es kann auch ein bisschen Kraft erfordern. Aber achte trotzdem darauf, dass er natürlich nicht abbricht. Man kriegt aber dieses Teil notfalls auch bei Tesla selber wieder her. Das ist auch kein Problem. Ah, okay, perfekt. Genau, also jetzt bauen wir noch das USB-Board aus. Dazu haben wir auch hier die 2 Schrauben. Das sind jetzt T10 Torx und dann... Genau, und das kommt dann im Prinzip alles hier drauf, wa? Genau. Gleiche Position auch. Richtig. Philipp, ich habe auch gerade gesehen, wie viele Clips hast du hier drüben liegen. Ja, einige. Das ist ja Wahnsinn. Das hat es ja so angemacht, je nachdem, wo es halt unterschiedliche gibt. Zum Beispiel irgendwie im Dachhimmel, welche Mittelkonsole, Radkasten, Was Türverkleidung. ist hier los? Das ist, ja, das Wahnsinn. Braucht man. Braucht man, wa? Braucht man. Die wenigsten von euch werden dieses Bauteil schon in der Hand gehabt haben. Das ist das USB-C-Board, was ihr in eurer hinteren Mittelkonsole habt, wa? Richtig, genau. Also hier kommt dann im Prinzip Strom rein vom Auto und dann haben wir hier unsere beiden USB-Ports, die man auch von hinten ganz normal sieht. Und die brauchen wir natürlich auch wieder im neuen Teil. Ja. Und als nächstes haben wir hier noch diese 2 goldenen Clips. Wie ihr seht, hier sind auch keine drauf. Die übertragen wir jetzt auch noch hier rüber. Aha, verstehe. Philipp ist hier fast fertig. Die Schraube geht jetzt noch rein. Richtig. Und dann haben wir im Prinzip die beiden Komponenten umgebaut. Genau, wa? wie wir jetzt sehen, wir haben hier unsere Lüftung. Zeig mal, Philipp, warte, ich halte ein bisschen ins Licht. Genau, So. wir haben unsere Lüftung und unsere USB-Anschlüsse wieder unten drin. Genau, da seht ihr hier auch. Also die beiden Komponenten rein und das war's schon. Genau, und dann, Also erstmal Passgenauigkeit ist super. also das ging jetzt ohne Probleme rein. Ich kenne zum Beispiel auch diese andere Versionen, da muss man was an dieser Lüftung bearbeiten, brauchen wir bei diesem Modell hier gar nicht. Ja, also das ist wirklich super, Daumen nach oben. Aber Nachteil, wenn man jetzt mal von der Seite so ein bisschen sieht, Philipp, war, die Lüftung geht schon in die Rückseite vom Bildschirm, war? Ja, Ob das noch richtig geil funktioniert, ist die Frage. Das werden wir sehen. Das werden wir sehen, wa? Wir wollen ja jetzt auch den Kabelbaum hier unten aufmachen. Dazu schalten wir das Auto einfach mal aus. Und zwar gehen wir einfach dann hier vorne auf dem Bildschirm auf Sicherheit, scrollen ganz nach unten auf Fahrzeug ausschalten, ausschalten. Aha. Und dann fährt das Auto herunter. Man sollte jetzt warten, eine Viertelstunde so ungefähr, bis dann die Lampen alle ausgehen, auch das Ambient Light, so, zum Beispiel, wenn es verbaut ist. Aber es geht auch. Man muss nicht so viel warten. Man wartet einfach kurz und dann passt es schon. Perfekt, Philipp. Zum Beispiel, Ambient Light ist jetzt aus. Genau, Ambient Light ist jetzt aus und dann machen wir einfach hier. Also der originale Stecker ist der blaue, also wirklich nur der blaue und dann machen wir den einfach Dann mal auseinander. ab sozusagen.
Genau. Der ist ordentlich fest dran, wa? Ja, wir fangen auf der Seite an, das ist so einfacher. Genau. Und machen dann hier raus und dann haben wir hier, also so findet ihr das vor, im Prinzip, dass es blau auf blau ist. Ja, so ist es ursprünglich bei Tesla. Genau, so ist es ursprünglich beim Auto verbaut. Genau. Und jetzt da macht man einfach auf und dann können wir jetzt da den Stecker dann auch dazwischen stecken. Verstehe. Also es ist wie so ein Adapter. Genau, das ist auch so wie so ein OBD-Adapter im Prinzip. Wir werden jetzt das auch einfach mal als Kette machen. Mit der Kette ist natürlich das Problem, man kriegt natürlich die Klappe nicht mehr drauf, aber das ist jetzt für uns erstmal kein Thema jetzt Was hier. Was meinst du mit Kette? Wir gehen ja jetzt vom Tesla auf Adapter 1, Ambient Light, also Original Tesla, Display, Ambient Light und wieder Tesla. Brutal. Und deswegen, da kriegt man die Klappe ja nicht drauf, wie ihr hier seht. Ja. Und deswegen, wenn man es ganz sauber machen will, auf jeden Fall würde ich zum Beispiel empfehlen, dann diese Stecker, wie gesagt, an diesen Adapter rüber zu bauen. Okay, verstehe. Genau, wir haben jetzt hier auch noch diese kleine Steuerungsbox, da ist auch ein Adapter dafür dabei, also ein Anschluss. Und den stecken wir dann auch einfach ran. Und so haben wir das dann schon gemacht. Wie ihr seht, wir haben dann hier die ganzen Sachen, die hier rumliegen. Das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, Mittelkonsole locker schrauben. Ihr kennt es auch aus den Ambient Light Videos. Wir haben hier eine Schraube, auf der Seite die Schraube und unter diesen Seitenpanels vorne sind jeweils noch 2 Schrauben, die einfach wegmachen und dann kann man die Mittelkonsole hochheben und dann kann man diese ganzen Kabel dann auch in der Verkleidung verschwinden lassen, dass das nicht irgendwie ist. Ich würde euch empfehlen, macht irgendwie so ein wenig einen Filz oder irgendwas rum, dass das Kunststoffteil nicht irgendwo in der Mittelkonsole dann klappern kann und dann ist es ohne Probleme. Okay, ich verstehe, Philipp. Du hast auf jeden Fall schon die Erfahrung hier, muss man echt sagen. Und wenn ihr mal wissen wollt, wie ihr die Mittelkonsole losschraubt, locker schraubt und das verstecken könnt, schaut in den Ambient Light Video, da haben wir es euch öfters gezeigt. Richtig. Und hier werden wir es, ich kann es eigentlich schon anteasern, wir werden es hier noch provisorisch machen, weil ich sitze förmlich hier hinten. Der andere sitzt gefühlt hier, der Bildschirm, der Bildschirm ist am vorm Sitz wahrscheinlich. Wir müssten seinen Sitz jetzt ganz nach hinten fahren, Display einbauen und dann wieder machen. Genau. Aber wir probieren es mal aus. Vielleicht bauen wir es dann noch fest ein, aber das schauen wir dann mal. Ja, genau, richtig. Ach, jetzt legst du sozusagen das Kabel, was noch frei ist, hoch. Genau. Um den Display einfach auf Strom zu geben, oder? Genau, und den Display alles auch mit der Steuerungsbox zu verbinden, dass das einfach schön verbunden ist. Ja. Ist natürlich mit dem Ambient Light, was jetzt schon verbaut ist, ein bisschen schwieriger, weil wir hier ein bisschen Platz gemacht haben, aber man kann es hier unten schön durchschieben. Ja. Und dann mit einer dünnen Hand kommt man auch hier durch. Geschmeidigen dünnen Hand. Richtig. Genau, so muss es sein, Philipp. Und dann haben wir hier schon das Kabel. Ach, hast du schon oben? Genau, haben wir hier schon das Kabel. Und jetzt stecken wir einfach das Kabel an. Ja. Ans Display und das wieder unseren USB-C Adapter hier. Das heißt, wir schließen einmal Nummer 1 an. Ja, genau, Nummer 1. Rastet das ein? Ja, rastet ein. Nummer 2 schließen wir an. Wieder das USB. Der macht ach so, ich verstehe. Also einmal ist USB-C und einmal ist fürs Display. Und dann schauen wir, dass wir hier die Kabel alle hier unten drunter bekommen, also unter die Lüftung, weil sonst klemmt die sich hier in die Lüftung ein. Okay. Das heißt, wir machen das so. Display das ist schon drin, oder? Ja, das war's schon. So ist im Prinzip der Einbau auch schnell erledigt. Das ist ein anderes Schwarz, sehe ich gerade, oder? Ein bisschen. Ja, wir können ja mal das Originalteil noch holen, dass wir da noch mal ich hol's gerade mal. Philipp, genau. Bleib du drin, ich hol's. Und was sagst du, Philipp? Ist ein anderer Schwarzton? Ja, es ist ein bisschen ein anderer Schwarzton. Auch die Oberflächenstruktur ist ein bisschen eine andere. Ich sag mal, wenn man keinen direkten Vergleich hat, ist es okay. Wenn man natürlich, sag ich mal, so ein bisschen Perfektionist ist wie ich merke es halt. Ja, ohne Mist, Philipp. Aber so sieht es von der Optik erstmal sexy aus. Optik sieht echt schön aus. Das ist dann, wenn man vorne halt den Bildschirm, wie viele Fingertapsen drauf. Aber das sieht 1:1 aus wie der vordere Bildschirm. Ja, das sieht echt, also vom Styling her ist es echt schön. Jetzt müssen wir schauen, funktionabel ist. Wir sehen ja hier, wir haben ja noch 2 Kabelanschlüsse. Ja. Zu denen später mehr. Okay. Du machst spannend, Philipp. Ja. Wahnsinn. Philipp, die erste Belastungsprobe machst du jetzt schon. Genau. Ich starte jetzt einfach mal das Auto wieder neu. Das geht ja einfach über Bremse treten. Ja, und Licht das ist an. Ambient Light ist wieder an. Und das heißt, das Auto fährt jetzt auch wieder hoch. Und dann sollte eigentlich auch das Bildschirm hinten dann auch gleich angehen. Okay, ich bin gespannt. Und vor allem, wie gesagt, ich habe ein bisschen Sorge mit dem Sitz vor mir. Fährst du schon zurück, Philipp? Dann können wir gerade mal gucken. Ich kann ja mal ein bisschen gucken. Ja, ich mache mal obere Vogelperspektive. Ich stelle einfach mal dein Profil ein. Wir schauen einfach mal. Vorsicht, Philipp, Vorsicht. Langsam. Ja, das wird zu eng. Mach nochmal, mach weiter. Oh, weiter. Doch, passt aber. Passt?
Puh. Das passt, Philipp. Jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir mal auf dein Teil, wie du sitzt. Oha, wie weit hinten sitze ich denn hier? Aber es passt, Philipp, gerade so. Wenn man natürlich drauf sitzt. Ach so, setzt du dich noch mal drauf, bitte. Gut, ich mit meinen gefühlten 3 Kilo passiert natürlich gar nichts. Philipp, da passiert gar nichts. Aber wie gesagt, du könntest auch so hinten, wenn du das so fährst, kannst aber du auch von hinten gucken. Es geht jetzt doch deutlich besser, als ich gedacht hätte. Weil ich hätte gedacht, wir kommen schon an den Kunststoffteil an sich ran. Aber da kommt man eigentlich nicht dran. Philipp, komm, wir tauschen mal kurz Plätze. Genau. Ich setze mich mal rein. Richtig. Ich wiege ja 110 Kilo, also doppelt so schwer von dir. Von daher müssen wir jetzt mal gucken. Machst du Vogelperspektive? Jo. Und ich gehe jetzt mal rein. Und was sagst du? Also wenn du dich so bewegst, du kommst schon leicht ran mit dem Polster an das Display. Aber es ist eigentlich jetzt nicht so... Ist nicht so wild, oder? Nee, ist nicht so wild. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wie ist mit meinem Arm? Philipp. Ja, ich sehe das Problem. Ja, ich sehe... Du sitzt so weit hinten, du kommst mit Scheiße. deinem Arm an das Warte, ich ziehe mal Pullover, T-Shirt, Jacke aus. Wir müssen das mal zeigen den Leuten. Weil das sind Impressionen. Ich bin 1,90 Meter und... Ja, du kommst mit dem Arm. Verstehst du, was ich meine? Ja, der andere kommt, wie ihr seht, auch hier. Also das Problem ist jetzt nicht der Sitz, sondern das ist ich komme mit meinem Arm nicht Sitzposition. Ja, ohne Mist, Philipp. Ah, schade. Oder ich müsste halt so, es geht auch, aber ich habe den Arm normal gerne mal so, weißt du? Richtig, und so ist halt auf dem Display Scheiße, drauf. Philipp. Was machen wir jetzt, Philipp? Wir schauen erstmal, dass wir das Display zum Laufen bekommen. Ja, wir gucken uns die Funktionalität jetzt mal alles an. Aber ihr seht hier, das ist mein Problem. Also ich sag mal, Menschen, die vielleicht, ich glaube, die haben auf ihrer Website stehen, über 1,75 Meter sind. Ja. Oder? 1,75 heißt. Ich bin so 1,78. Theoretisch könnte ich mir mal den Sitz so einstellen, wie es ich Mach bräuchte. du mal, genau. Schauen wir einfach mal. Ja, dass wir, bevor wir jetzt die Funktionalität klären, dass wir die Situation jetzt erstmal hier festhalten. Philipp geht ins Auto rein. Ich rutsche mal rüber. Ja, ich muss mal schauen, wie mit... Also ich sag mal so, wenn ich jetzt so sitze, das ist eigentlich jetzt nicht... Mach mal denn... Achso. Ja, das... So ungefähr das. Also ich habe jetzt kein Problem damit, weil ich könnte jetzt auch meinen Arm komplett hier auf sie drauflegen. Also ich habe kein Problem. Nee, ich hätte damit jetzt so kein Problem, denke ich. Okay. Das geht. Also das ist okay. Ja, schade. Ja, also so circa 1,80 ist natürlich jeder auch anders und jeder sitzt natürlich auch anders, aber so um den Dreh. Ja. Würde ich jetzt sagen, mal die Grenze so ungefähr. Wie viel Platz man hier hat im Model Y, das ist Wahnsinn. Das ist ja eine andere Liga. Das ist eine andere Liga. Vor allem die Bildschirmhöhe ist, muss ich aber sagen, sehr vorteilhaft, weil die höher ist. Ja. Gerade wenn ich jetzt hier mal so sitze und wir gehen mal in meine Perspektive rein. Guckt mal, ich sehe da vorne den Bildschirm, aber ich sehe auch hier, das ist hat einen schönen Winkel einfach. Richtig, hat einen schönen Winkel und es ist auch höher. Das ist natürlich der Vorteil von dieser Version, dass die einfach höher ist. Aber ihr müsst natürlich bedenken, wir haben hier dieses Problem mit der Armauflage. Die Mittelkonsole aufklappen geht ohne Probleme. Also die stößt auch nicht ans Display an oder so, das funktioniert. Ja. So, und hier auch der erste Funktionscheck, Android. Genau, richtig nach einem kleinen Fehler meinerseits. Das war nämlich ein Pin in dem Stecker, war leicht verbogen, er hat dann keinen Kontakt gehabt, deswegen ist es auch nicht gestartet, weil wie ihr seht, es startet auch direkt, nachdem das an ist. Ja, genau, ich finde es cool. Android. Auch die Auflösung, also eigentlich ganz schön. Also es sieht eigentlich echt hochwertig aus bisher. Ja, wenn wir jetzt hier mal gucken, wir haben viel Reflexion hier drin. Ich bleib mal so im Winkel. Was macht der jetzt? Starting, okay? Das ist halt Android. So, und hier haben wir jetzt schon unsere Funktionen. Und jetzt können wir hier auch die verändern. Ändert sich vorne auch? Lass das mal groß machen. Zack, ändert sich das vorne auch? Wenn du jetzt kälter machst? Ja. Also wenn ich die Lüftung mache, vorne wird stärker. Ändert sich auf jeden Fall vorne auch was mit. Ja. Und von der Temperatur her warte mal. Allerdings nicht. Temperatur, wenn du hier änderst auf... Wenn ich jetzt da mal auf High einfach mache, ändert sich vorne nichts. Nee, ändert sich nichts. Aber sie kommt gefühlt... Gleich warm aber raus, aber oder? Guck mal, ist das Gefühl, aber links kommt es gefühlt ein bisschen wärmer als rechts. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur Einbildung ist. Ja. Ich mache mal den wieder wegen runter, dass wir besser reden können. Ja. Aber von der Bedienung? Wenn wir Automatik mal ausmachen. Ah ja. Aber guck mal, die Sitzheizung. An der Sitzheizung erkennen. Mach mal hoch. Jetzt habe ich ganz hoch gemacht. Jetzt geht sie an. Jetzt gehst du runter. Die Sitzheizung spielt auf jeden Fall irgendwie. Die macht irgendwie was, wenn ich hier drehe. Ah ja, ist doch logisch, Philipp. Ja klar, wenn ich hoch einstelle, ja,
dann ändert er natürlich auch, dann macht er die Sitzheizung auch wärmer, die automatische. Ja. Das heißt allerdings, ich kann hier wahrscheinlich die Temperatur ändern, aber ich sehe vorne nicht die Änderung. Das heißt, wenn ich jetzt aber, ich probiere mal was aus. Wir haben jetzt hinten links 23 Grad, vorne links 21,5. Ich gehe jetzt einfach mal nach vorne und mache mal hier auf 22 und wir sehen, das ist auch wieder auf 22. Das heißt, das vordere Bildschirm überschreibt auch den hinteren. Das heißt, der vordere hat sozusagen die Macht. Ich bin dein Vater. Die Macht, okay. Und das heißt, wir können vorne das alles einstellen, also wir können es hinten einstellen, aber es wird vorne nicht angezeigt. Aber ändert sich trotzdem. Ja, ändert sich trotzdem. Das aber müsst ihr wissen. Also wenn ihr Kinder habt, die dann hier rumspielen, kann man es irgendwie hier sperren? Das wäre ja schön, weißt du? Ich glaube, man kann das irgendwie sperren, aber wie genau müssen wir noch gucken. Also ich kann ja hier das machen, aber wie wir sehen, es ändert sich was, aber vorne hat dann immer sozusagen gewonnen, in Anführungszeichen. Was machen wir da? Müssen wir Selbes Spiel, glaube ich, auch mit den Sitzheizungen. Wir sehen ja hier, wir haben unsere hinten, unsere 3 Sitzheizungen. Das funktioniert auch, die werden auch warm. Die haben wir jetzt aber hinten ja beide angemacht. Ja. Und wenn wir jetzt vorne, wenn wir das vorne machen, wir sehen, vorne ist sie nicht an und hinten auf dem Display schon, aber der Sitz wird auch warm. Also das funktioniert, aber es wird vorne nicht angezeigt. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel mal die mittlere einfach mal anmachen, hier vorne, wird die sehen auch? wir, wird nur die. Aber wir haben wieder von vorne überschrieben und hinten unsere links und rechts sind jetzt wieder aus. Jetzt wird nur die Mitte warm, weil vorne gesagt hat, hey, ich mache nur die Mitte. Wenn ich jetzt nach vorne, wenn ich jetzt das so mache, sehen wir auch, wir haben zwar beide vorne, aber also beide hinten an, aber in dem vorderen Display wurde auch wieder nur die mittlere angezeigt. Das heißt, vorne das Display hat einfach die Power gewonnen. Ja, aber es ist trotzdem blöd, wenn die Kinder alles verstellen. Vorne könnt ihr ja nicht einstellen, wa? Nee, vorne können sie nichts einstellen, es ist jetzt nur für die Sitzheizung hinten im Prinzip. Und wir sehen auch hier, haben wir Möglichkeiten theoretisch, um den Sitz zu haben wir noch nicht angeschlossen, oder? Genau, die haben wir noch nicht angeschlossen. Da müssen wir jetzt wirklich einen Sitzschalter ranlegen. Das heißt, man legt von da ein Kabel zu dem Sitzschalter rüber. Okay, lassen wir noch mal durchgucken, hier, was noch Schönes sieht. Musik. Wir haben hier die Lautstärke. Das funktioniert, wie wir sehen. Da können wir auch die Lautstärke lauter und leiser machen von hinten. Funktioniert? Ach ja, ich sehe es da, Philipp. Jetzt muss ich erst gucken. Aha, genau, das funktioniert auf jeden Fall. Wir können auch hier die Sender durchschalten und weitermachen. Das geht auch. Und ich kann auch Pause machen. Das funktioniert ohne Probleme. Dann haben wir auch hier noch den Music Tab. Man kann anscheinend über den USB-Stick, der auch dabei ist, kann man auch Musik darüber abspielen. Soweit ich weiß, wie gesagt, man kann es mit Kopfhörer machen. Man müsste das auch per Bluetooth-Kopfhörer eigentlich machen können. Schauen wir doch einfach mal. Ich kenne mich mit Android nicht aus. Ich kenne mich auch nicht aus mit Android. Wir haben CarPlay. Genau, wir haben CarPlay. CarPlay ist auch dabei. Richtig, das heißt, wir können das mit CarPlay verbinden. Warte mal, kannst du nochmal zurückgehen? Ja. Wo wir waren? Wenn ich wüsste, ist ja ein Screenshot gemacht. Da, okay. Home. Ist halt eine Screen, aber hier oben ist noch Bluetooth-Zeichen. Ja, stimmt, wir haben da oben Bluetooth-Zeichen. Aber kommen wir nicht drauf. Auf jeden Fall kann man das dann machen. Und wie wir sehen, wir haben auch die Möglichkeit für ein Mobilfunk-Ding, weil wir können auch da hinten eine SIM-Karte reinmachen. Wofür soll das gut sein? Ja, wir haben ja im Prinzip ein vollwertiges Android-System hier drauf. Wie ein Tablet? Ja, im Prinzip ein fest verbautes Tablet. Okay, verstehe. Kann man so sagen. Das halt auch die Möglichkeit hat, sich mit dem Auto, wie gesagt, zu kommunizieren. Hier haben wir dann auch die Einstellungsmöglichkeiten. Wir haben hier so ein paar auch Spiele, theoretisch kann man drauf machen. Ist natürlich für Kinder auch ganz cool. Die können dann hier irgendwelche, ähnlich wie auf Zeig mal, funktioniert das? Ist das ein Spiel? Ja, schauen wir doch einfach mal. Schauen wir einfach mal, was jetzt abgeht. Was passiert? Problem Setting Up and Building App Error Checking Building V3 Support. Okay. Building. Aber ja, er lädt trotzdem. Oha, was eine Qualität. Also die Qualität ist echt nicht schlecht. Und vor allem, man sitzt ja auch nicht so davor. Wie nochmal? Zeig doch mal, ja, Philipp. So. Also ich sitze im Auto, würde ich jetzt sagen, so und schaue mir das von hier hinten an. So. Ja, das ist eigentlich ganz cool. Dadurch, dass er so ein bisschen Neikwinkel hat, mit Musik sogar, aber die kommt jetzt aus dem Tablet, wa? Oder? Nee. Nee, die kommt von vorne. Nee. Die kommt vom Tablet. Tablet. Mit Gravity wird hier natürlich schwierig, weil wir können den schlecht drehen. Zieh doch mal dran, Philipp. Ja, wir können schon mit Gravity machen. Ausbauen und dann in die Hand nehmen. Okay, das Display an sich hat im Prinzip. Okay. Oh, nice. Es gibt aber automatisch Gas. Das ist Autopilot hier. Okay, Autopilot. Autopilot, bumm! Unfall. Also da haben eure Kids auf jeden Fall auch Spaß. Ja, also das ist. Und
da wir ein Android-System haben, kann man natürlich dann auch, müsste man auch weitere Apps installieren können. Das Display hier hat, soweit ich weiß, 32 GB Speicher und 2 GB RAM. War hinten so ein kleiner Aufkleber drauf. Ja, es gibt, glaube ich, auch Versionen, die haben mehr Speicher. Aber ist halt die Frage, was man mit dem Display überhaupt machen möchte. Wenn man das jetzt nur als Möglichkeit für die Leute für hinten nimmt, als... Philipp, was ist jetzt los hier? Ja, ich spiele es dir gerade. Also, es ist ein bisschen kompliziert. YouTube haben wir nicht zum Laufen bekommen, aber Netflix, das zeige ich euch gerade mal. Aber wir hatten es abgespielt und der Sound kam über das Teil hier, nicht über den Sound von denen hier, wa? Richtig. Also unsere Lösung wäre jetzt, das kann ja sich mit Bluetooth verbinden, der Tesla kann es ja mit Bluetooth koppeln. Das heißt, wir könnten das Display über Bluetooth mit dem Tesla koppeln und dann darüber den Sound bekommen. Ah, verstehe. Also es ist alles ein bisschen so wie ein Labyrinth. Ja, genau. Wie ein Labyrinth, aber wir kriegen das hin. Wir lassen es jetzt mal ohne gekoppelt. Ich will es einfach nur so euch noch mal zeigen. Wir gehen jetzt auf Netflix. Also es reagiert auch schnell. Breaking Bad, das gucke ich gerade, die ganzen Staffeln. Also wer noch nicht so weit ist, dann nicht teasern. Aber wie kann ich es jetzt leiser machen? Das ist das Problem. Ja, das ist die nächste Frage. Ist jetzt ultra laut hier. Ihr hört's, oder? Wir haben es jetzt nur über die Einstellung hinbekommen. Da gibt es wahrscheinlich eine Möglichkeit bei Android, aber dazu kennen wir uns auch irgendwie zu wenig aus. Weil eigentlich hätte ich jetzt gedacht, ich habe hier jetzt vielleicht noch so einen Slider irgendwie, aber Manage? Ne, das sind Notifications. Ja, okay, wow. Es ist halt wirklich ein ganzes Android-Gerät hier in der Sache, weil hier würden jetzt mir so Lautstärke wippen. Das wäre jetzt noch irgendwie cool. Ja, so Knöpfe, wa? So zwei kleine Knöpfe unten hier, die könnten ja versteckt sein oder so. Sowas wäre noch ganz cool. Weil so müsste man jetzt echt wieder in die Einstellungen gehen und dann auf Sound und dann hier wieder... Ja, ein bisschen runterdrehen, war. Naja, da geht nochmal zurück zu Netflix, Philipp. Die Ansicht ändert sich auch immer. Das spielt jetzt ab, okay? Also die Perspektive ist auch schon mal geil, da kann man nicht meckern. Das funktioniert. Und ultra scharf auch. Jetzt probieren wir mal was aus. Ja, lässt du mich allein jetzt hier? Nee. Was macht Philipp jetzt? Ich spiele jetzt deinen Chauffeur. Okay, anstellen, Leute. Wartet, ich habe Schauen wir mal, ob das geht, aber eigentlich müsste das... Die Sitze hier noch eingeklappt. Eigentlich müsste das... So, Philipp. Woher soll es auch ausgehen? Weil es weiß ja nirgendwo, woher das kommt, der Sound im Prinzip. Das heißt, das Display ist jetzt zwar mit dem Auto verbunden, aber das weiß eben nicht, wo jetzt auch dass wir jetzt fahren sozusagen. Genau, dass wir jetzt fahren. Das interessiert das Display nicht. Das heißt, das funktioniert auf jeden Fall auch ähnlich. Ich glaube, wie Model S und X auch, dass es hinten auch während der Fahrt geht. Ich weiß aber gar nicht, ob das so ist. Aber das funktioniert ohne Probleme. Also hier, ich muss echt sagen, hier mit den Sitzen, das so vorgeklappt, den Sitz, da sitzt du drinnen wie in einer Limousine. Das ist schon echt geil. Ohne Mist, mein Chauffeur Philipp hier vorne, es hat schon was. Ja, wir schauen mal. Und die Bildqualität ist super. Die ist echt super. Es funktioniert während der Fahrt, sehr, sehr geil. Richtig. Kofferraum ist groß, Bier ist leer und passt. Philipp, was machst du jetzt? Ich mache jetzt mal die Tür zu und dann schauen wir mal, wie das Display so reagiert auf so Türen aufmachen und zumachen. Okay. Das heißt, die mache ich zu. Oh, geht aus. Display aus, genauso wie es zu erwarten war. Und jetzt machen wir es wieder auf. Wie lange braucht es, bis es wieder da ist? Also jetzt fährt es gerade hoch. Okay, es fährt komplett wieder hoch. Das heißt, ja, das dauert es dauert dann immer ewig. Okay. Ja, locker mal eine Minute. Hä? Ja, das kann schon halbe Minute braucht es dann schon. Na, jetzt fährt es erstmal hoch. Weil es komplett dann stromlos ist, das Display. Und das heißt, es startet auch komplett dann neu. Also wenn ein Kind jetzt zum Beispiel zu Hause, ich lasse das Kind im Auto, was, wenn Camp Mode anbleibt? Kannst du mal Camp Mode anmachen? Camp-Modus müsste es eigentlich anbleiben, ja. Philipp macht jetzt mal einen Camp Mode vorne an, bei Klima und dann drüben. Und dann gucken wir mal, ob es hier anbleibt. Genau, das müsste anbleiben, weil das Ambient Light bleibt da ja auch an. Okay. Ja, bleibt an. Das ist die Lösung. Also Leute, wenn euer Kind dann hinten drinnen sitzt, lasst einen Camp-Mode an oder einen Hundemodus. Richtig. Und dann bleibt der Display hinten auch an. Das ist eine entspannte Geschichte. Also hier auch nochmal ein kurzer Speed-Test. Ich klicke jetzt mal wild rum hier und ihr seht auch, das reagiert sehr schnell. Also da bin ich sehr zufrieden. Habe ich zu Philipp gerade gesagt, Netflix, wie schnell es auch da ist, fährt hoch und so. Das ist überhaupt kein Problem. Ist natürlich wieder das WLAN nicht verbunden. Doch, hat es drin. Achso, hat er, okay. Also wenn ihr das einmal eingerichtet habt, dann ist das auch safe, wenn ihr hier mal seht. Also wenn ihr das natürlich häufiger verwenden wollt, das Display wäre natürlich eine SIM-Karte einfach super dafür. Ja, könnt ihr mir vorstellen. Weil steckt die rein. Genau, ihr steckt sie hier rein. Hier hinten sehen wir ja auch, wie gesagt, noch die Möglichkeit für Software-Update von diesem kleinen Control-Box, die da unten liegt. Kann man darüber auch ein Software-Update machen. Und wir haben hier das Lautsprecher-Kit auch. Das heißt, die Lautsprecher
schauen eigentlich ja mehr sogar noch nach vorne. Ja. Das heißt, auch da wäre dann irgendwie Bluetooth-Kopfhörer oder so, glaube ich, der sinnvollere Weg als über die Lautsprecher an sich. War. Richtig. Ja, und hier Folie ist noch drauf. Wie gesagt, es ist geil, aber ich brauche es persönlich nicht. Ich sitze nie hinten und so. Ich habe jetzt gedacht, wegen, wenn wir mal hier drinnen campen jetzt bald, wenn die neue Testcamp rauskommt mit den 3 Zonen, dass wir das dann hier mal nutzen. Aber ja, es ist ein schönes Gimmick. Ja. Qualität super. Ja. Reaktionsfähigkeit super. Ja. Aber wie gesagt, ein bisschen filigran. Ich bin iPhone-Typ. Ja, auch. Du auch, Philipp. Von daher, jetzt wollen wir auch noch mal testen, wie wir die Sitze hier einstellen können, oder? Richtig, genau. Wir legen jetzt auch einfach mal das Kabel von dem Sitz direkt zu dem Display hin und dann schauen wir einfach mal, wie das funktioniert. So, Philipp hat ihn schon Genau, ich hab den Stecker einfach mit so einem kleinen Schraubenzieher rausgemacht. Perfekt. Wir stecken das einfach dazwischen. Ja. Heißt, wir haben einfach hier, stecken das wieder an den Originalschalter dran. Und ich sehe gerade Philipp da vorne, ihr habt es ja hinten auch schon gesehen, ich habe hier Matten drin. Das sind die geilsten. Kann ich die Tür mal aufmachen, Philipp? Ja, klar. Kann ich den Leuten auch noch mal zeigen. Hier, die Matten sind echt endgeil. Sind nicht so teuer, sind qualitativ ultra, Passgenauigkeit hoch 10. Habe ich ja mal ein Video zu gemacht, die gibt es bei AliExpress, verlinke ich euch auch unten mal rein. Der Winter kommt wieder in ein paar Monaten, jetzt kommt erstmal der Sommer, aber die kann man immer gebrauchen. Gerade als Offroader hier muss man das haben. So, Kabel ist angeschlossen, Philipp schließt jetzt noch hier vorne an. Richtig. Ist auch nicht unter Spannung. Also so lange haben sie das Kabel nicht lassen, wa? Nee, das ist normalerweise sollte man es ja natürlich auch innenrum verlegen, aber es ist schon ziemlich kurz bemessen, das Kabel. Ja. Aber wie wir Es sehen. funktioniert, das funktioniert. Ihr seht es ja Leute schon, wa? Wenn sitzt jetzt vor. Also dieses Feature muss man nicht einbauen. Nein, das ist absolut optional. Zum Beispiel, ich habe ein anderes Display drin, da haben wir es nicht eingebaut. Einfach, ich würde es auch, glaube ich, nicht unbedingt empfehlen. Weil wenn ich jetzt Kinder drin habe, die könnten dann natürlich rumspielen und könnten den Beifahrer immer vor und zurückfahren. Also kommt immer drauf an, ob man es haben will oder nicht, aber ist ja zum Glück optional, muss man nicht einbauen. Philipp, wie schnell das wieder bei dir ging, ey, das war jetzt innerhalb von einer Stunde oder einer halben Stunde? Ja, also wenn man nicht rumquatscht, so wie wir die ganze Zeit, dann ist der Einbau eigentlich in so einer halben Stunde ohne Probleme erledigt. Vor allen Dingen auch, wenn man nicht die Sitze verbinden möchte. Ja. Und wie gesagt, wir haben es natürlich jetzt nicht ganz so schön verkabelt, aber dann wird es ein paar Minuten länger dauern. Wie gesagt, ich würde empfehlen, Mittelkonsole locker schrauben, Filz um die Box rum, das dann einfach unten rein tun und dann... Könntest du das auch einbauen? Also wenn jetzt Leute bei sich sind mit Ambient Light oder so? Theoretisch ja, aber ich glaube, es lohnt sich gar nicht so, weil viele haben ja auch eine relativ weite Anreize, das lohnt sich gar nicht. Das kann man eigentlich auch schön selber machen. Ja? Ihr merkt schon, Leute, Philipp will es nicht rumbrauchen. Aber es ist nice. Also es passt auch mit den Sitzen jetzt. Wie gesagt, mein Arm ist ein bisschen zu groß dafür. Ja. Für Leute über 1,75 Meter. Ja, 75, 80 so einen Dreh. Ist das nichts, das muss man fairerweise sagen. Da ist deine Lösung, die du hier drin hast, besser. Die ist integriert. Ich zeige euch mal eine Upgrade-Version. Die haben auch eine Upgrade-Version jetzt, wa? Ja, genau, das ist das Display zwar ein bisschen kleiner von der Displaygröße her, aber dann in dem Teil an sich drinnen. Ja. Das heißt natürlich, die Lüftung ist auch eine andere dann. Genau, also das ist dann hier hinten, also hier drinnen integriert. Genau. Das ist vielleicht dann praktischer, als wie so separat war. Es gibt eine neue Version, die sieht so ähnlich aus wie das, was im Model S und X drin ist. Sieht ganz cool aus, habe ich aber auch noch nicht in live gesehen. Ja, ich frag's mal, vielleicht schicken die mal wieder eine zu, dann können wir die auch noch für euch testen. Und alles in allem, Installation easy, also das ist kein Problem. Easy. Und Haptik, Funktion, Qualität, sehr geil. Ja, das die Passgenauigkeit von dem Modell ist ziemlich gut. Ja, also von daher, Philipp, vielen Dank. Nicht meckern. Genau, fürs Einbauen. Wie gesagt, schaut da unten rein. Ich link euch das rein mit dem Code eFieber, kriegt ihr 22% Rabatt auf jeden Fall. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Was machen wir jetzt noch? Wir zeigen jetzt dein Waschdüsen-Video, hä? Genau. Weil Philipp hat hier nämlich eine Kleinigkeit installiert. Die Rückfahrkamera bei Tesla ist doch immer schrottig. Hat jemand im Forum, hat es auch als Projektidee gehabt und ich habe es einfach mal nachgebaut. Genau, das machen wir jetzt auch noch ein Video zu. In diesem Sinne, Leute, halt die Ohren steif. Vielen Dank, Philipp. Und macht's gut. Ciao. Ciao.